Hallo Sebastian, schön dich wiederzusehen. Wir wollen uns heute über die steuerlichen Implikationen für Freiberufler unterhalten, wenn sie ins Ausland ziehen. Denn, wie du weißt, seit der Pandemie müssen wir längst nicht mehr im Büro und auch nicht in einem Büro in Deutschland sitzen, sondern wir können von überall auf der ganzen Welt arbeiten. Und das hat natürlich einen riesigen Einfluss, vor allen Dingen auf Freiberufler. Du hast eine ganz tolle Liste zusammengestellt von 10 Ländern, die unglaublich attraktiv sind, wenn es um Arbeiten im Ausland als Freiberufler geht. Erzähl uns doch mal all für und was zu dieser Liste. Genau, also zunächst mal muss man sagen, diese Liste ist natürlich nicht vollständig. Das sind jetzt 10 Länder, die ich ausgesucht habe. 10 attraktive Länder, aber wohlgemerkt nicht unbedingt jetzt nur steuerlich attraktiv, sondern wir haben eben auch so Länder genommen, wo man so allgemein eben weiß, dass man dort gerne lebt. Spanien, Italien und so weiter. Kommen wir gleich dazu. Dann natürlich auch eine der Länder, die so ganz bekannt sind zur Steueroptimierung, zum Beispiel Dubai. Ja, also man soll jetzt nicht missverstehen, diese Liste, und meinen, dass das hier die Länder der steuergünstigsten Wohnsitzstaaten ist für Freiberufler. Da können wir mal ein extra Video zu machen. Diese Liste ist einfach eine Liste mit attraktiven Ländern. Wir wollen uns hier auch nicht an digitale Nomaden richten, die ja von Land zu Land ziehen, möglicherweise nirgendwo Steuern bezahlen, sondern wir reden eben von Freiberuflern, die sesshaft sind, die vielleicht Familie haben, die an einem Ort bleiben wollen. Wir gehen von Freiberuflern aus, also nicht unbedingt Personen, die jetzt eine Gesellschaft gründen wollen, sondern eben Personen wie zum Beispiel Softwareentwickler, die an einem Ort sitzen und dort auch arbeiten. In der Regel ist davon auszugehen, dass dieser Personenkreis Sonderprogramme wie Auslandseinkünfte, steuerfrei und so weiter, die es ja in manchen Ländern gibt, nicht nutzen können, denn die Arbeit wird vor Ort verrichtet und muss daher ganz normal vor Ort auch versteuert werden. Und noch was, wir gehen in unserer Liste davon aus, von Freiberuflern, die 100.000 Euro verdienen. Wer sehr viel mehr verdient, kann möglicherweise andere Gestaltung nutzen, irgendwo eine Kapitalgesellschaft gründen, wohlgemerkt in einem anderen Land. Aber da wollen wir heute nicht drauf eingehen. Das andere, was wir ausschließen wollen, ist die Situation, wenn es um Steuern in Deutschland geht. Ist das richtig? Korrekt. Wir sprechen jetzt ja hier letztlich von Personen, die tatsächlich Deutschland verlassen. Wir gehen davon aus, dass du Deutschland wirklich verlässt, dass du deine Wohnung aufgibst, dass du dort nicht mehr lebst. Dadurch, dass du arbeitest vor Ort, ist letztlich immer gemäß DBA geregelt, dass diese Einkünfte in dem Land zu versteuern sind. Das heißt, in Deutschland würde sich dann keine Steuer darauf ergeben. Gut, nachdem wir so die Grundvoraussetzungen für dieses Gespräch schon mal festgelegt haben, lass uns die Liste anschauen. Willst du mit Bulgarien anfangen, bitte? In Bulgarien als Freiberufler, also wie gesagt ohne Firmengründung, mit 100.000 Umsatz, gibt es knapp 13.000 Euro Abzüge für Steuer- und Sozialversicherung, jeweils ungefähr die Hälfte. Es bleiben also 87.000. Das ist ja nicht schlecht, oder? Ja, ziemlich gut. Okay, vor allen Dingen, da gibt es auch sehr schöne Strände, habe ich mir sagen lassen. Erzähl uns über Costa Rica. Ja, Costa Rica ist nun eins der Länder, die jetzt sehr steuerfreundlich sind. Da gibt es also tatsächlich keine Steuern, auch wenn ich vor Ort arbeite, wenn die Quelle hier dieses Einkommens eine ausländische Quelle ist. Das ändert sich dann aber natürlich, wenn man die Kunden dort hat und für Kunden vor Ort arbeitet, richtig? Korrekt. Haben die meisten natürlich nicht, und deswegen, solange ich meine Kunden im Ausland habe, habe ich kein Problem. Super. Georgien. Ja, Georgien ist jetzt auch so ein Geheimtipp, wobei natürlich relativ bekannt in der Auswanderer-Community. Georgien hat ein Programm, wo man 1% Steuer auf den Umsatz bezahlt, solange man weniger als 150.000 Euro Umsatz macht. Also das heißt gerade mal 1.000 Euro Steuern bei 100.000 Euro Umsatz. Es gibt keine Sozialabgaben, aber ganz wichtig, die Tätigkeit darf nicht mit Beratung zusammenhängen. Und wie weit gefächert ist denn die Definition von Beratung? Also könntest du uns Beispiele geben, was fällt runter und was fällt nicht? Also unter Beratung, ich sage mal, man kann alles so formulieren, dass es nicht unter Beratung fällt. Ja? Also ein IT-Berater macht eben keine IT-Beratung, sondern Softwareentwicklung. Ja? Okay. Ein Marketingberater macht eben keine Marketingberatung, sondern Copywriting. Ja. Oder Kampagnen zu bauen. Also das heißt, da muss man einfach kreativ sein. Ja? Aber wenn es einfach nur um Managementberatung geht oder sowas, das funktioniert definitiv nicht. Griechenland ist auch noch auf der Liste und da wird es ein bisschen komplizierter.
Genau, Griechenland hat so ein Programm, was eigentlich als Rückkehrerprogramm hier initiiert wurde, um den sogenannten Brain Drain zu stoppen oder umzukehren, dass eben Griechen, die ins EU-Ausland geflohen sind, wegen höheren Gehältern und so wieder zurück nach Griechenland kommen. Dann wurde dieses Programm aber grundsätzlich für alle EU-Bürger geöffnet, die nach Griechenland umziehen, aber da vorher noch nicht gewohnt haben. Grundsätzlich ist es so, dass man letztlich 50% seines Auslandseinkommens als Freelancer damit steuerfrei vereinnahmen kann und somit weniger als 50% Steuern zahlt, weil natürlich die verbleibenden 50% zu viel geringeren Steuersätzen zu versteuern sind als der gesamte Betrag. Ja. Sozialversicherung liegt maximal bei 7.800 Euro pro Jahr. Damit komme ich also bei 100.000 Euro Umsatz auf ein zu versteuerndes Einkommen von 42.000 Euro. Und die Steuern liegen dann bei 7.000 Euro gesamthaft, also ungefähr 14.800 Steuern und Abgaben bei 100.000 Euro Umsatz. Netto bleiben knapp 85.000 Euro. Also nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Italien, und wir hatten uns schon ein paar Mal über die Attraktivität von Italien für verschiedene Berufsgruppen unterhalten. Wie sieht es für Freiberufler in dem Land aus? Genau, Italien hat ein ähnliches Rückkehrerprogramm wie Griechenland. Auch hier ungefähr die gleichen Regeln, nur dass in Italien eben 70% des Einkommens steuerfrei sind und sogar 90% in Süditalien. Das klingt alles wunderbar, wenn da nicht die Sozialbeiträge wären, die nämlich auf den vollen Betrag, auf das volle Einkommen bis 100.000 Euro bezahlt werden müssen und dort ungefähr 25% betragen. Das heißt also, bei 100.000 Euro Umsatz als Freiberufler zahle ich mal locker hier 30% an Abgaben. Habe ich allerdings 200.000 zum Beispiel, dann muss ich ja trotzdem nur 25.000 Euro Sozialabgaben zahlen, zahle dann noch also 5.000 Steuern. Das heißt, ich habe also bei 200.000 Einkünften nur ca. 35.000 Euro Abzüge. Und je höher es geht, desto besser wird natürlich der Satz. Das heißt, es ist vor allen Dingen eigentlich für Freelancer, die eigentlich mehr Einkünfte haben als jetzt 100.000. Portugal, darüber haben wir uns auch schon mehrfach unterhalten. Wie gesagt, über verschiedene Berufsgruppen oder Mandanten, die sich mit dir in Kontakt setzen. Wie sieht es in Portugal für Freiberufler aus? Portugal für Freiberufler ist so geregelt, dass wir dort eben auch den sogenannten NHR-Status haben. Und dann habe ich eben für qualifizierende Berufe, da zählen die meisten freiberuflichen Berufe hinzu, 20% Steuern. Hinzu kommen maximal 1.200 Euro Sozialbeiträge und im ersten Jahr muss ich keine Sozialbeiträge bezahlen. Es gibt dann ein sogenanntes vereinfachtes Regime für Freiberufler, die nicht mehr als 200.000 Euro Umsatz machen. Dabei zahle ich dann 20% Steuern auf 75% des Umsatzes plus eben diese 1.200 Euro Sozialabgaben, womit ich dann bei 100.000 eben Abgaben von fast 30.000 habe. Also auch wieder wie in Italien. Und hier ist natürlich dann auch so, das heißt, auch wenn ich mehr Einkommen habe, ist natürlich die Steuer von 20% immer noch, sagen wir mal, relativ hoch, ja. Womit ich dann also bei Freiberuflern so ungefähr zwischen 25% bis 30% Steuern komme. Auf unserer Liste haben wir auch noch Rumänien. Kannst du uns ein bisschen zu der Situation dort erzählen? Ja, Rumänien haben wir im Grunde zwei Modelle. Also ich kann einmal sagen, ich zahle eben die 10% Steuer. Die haben ja 10% Flat Tax dort, 10% Steuer plus 2.000 Euro Sozialabgaben, was der Maximalsozialabgabenbetrag ist. Damit zahle ich also bei 100.000 Euro 12.000 Euro Abgaben. Oder ich gründe eben so eine Firma in Rumänien, eine Kapitalgesellschaft, die zahlt eben nur 1% Steuern bei Kleinunternehmen. Ich brauche allerdings einen Angestellten und ich darf auch hier keine Beratung machen, ganz wichtig. Ja. Dort ist dann eben 1% Steuer fällig auf den Umsatz und 8% Steuer fällig auf die Ausschüttung, also auf die Dividende letztlich. Ja. Okay. Sodass ich dann hier letztlich, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich 100.000 habe, letztlich auf 9.000 Euro Abgaben komme und damit bleiben mir dann 91.000, also auch relativ wenig. Auf unserer Liste haben wir auch noch Spanien, noch so ein Land, wo viele Deutsche sich gerne ansiedeln. Wie sieht es dort aus, wenn man als Freiberufler nach Spanien auswandert?
Ja, also Spanien ist ja auch so ein Traumland, ganz klar. Spanien hat das sogenannte Beckham Law, wobei, wie gesagt, für Freelancer es letztlich erst funktioniert seit Anfang des Jahres und dann auch nur für ganz spezifische Freelancer-Gruppen, die so staatlich, sage ich mal, staatlich freigegebene Tätigkeiten wahrnehmen. Also ich würde sagen, es ist eher eigentlich nicht für Freelancer geeignet. Das ist jetzt ein bisschen theoretisch, was wir sagen. Und auch die Besteuerung ist nicht sehr attraktiv. Ich zahle nämlich 24% Steuern plus eben maximal 14.000 Euro Sozialabgaben, sodass ich dann bei 100.000 Euro bei 34.000 Abgaben liege und netto 65.000 noch habe. Das Ganze gilt dann für 5 Jahre. Spanien ist sehr interessant, möglicherweise bei Freelancern mit sehr hohem Umsatz, die das Ganze dann auf eine ausländische Kapitalgesellschaft laufen lassen können. Da sind dann auch Steuern von 5% oder weniger dann möglich. Aber für den klassischen Freelancer würde ich sagen, wahrscheinlich eher nicht so geeignet. Auf unserer Liste haben wir dann auch noch die Vereinigten Arabischen Emirate, Dubai. So ein Land, wo es sehr, sehr viele Leute hinzieht, viele Freelancer auch. Wie sieht es dort steuerrechtlich aus? Genau, also wie gesagt, ist ja die klassische Nullsteueroase. Jetzt haben die natürlich auch hier vor kurzem die Emirate hier eine Steuer eingeführt. Und diese Steuer von 9%, die ist eben jetzt keine Körperschaftssteuer, sondern eine Gewinnsteuer, die gilt auch für Freiberufler und Selbstständige. Aber eben nur dann, wenn man mehr als 750.000 Euro Umsatz macht. Das heißt, wenn ich also darunter liege, was ja die meisten Freiberufler tun, dann ist es weiterhin steuerfrei. Man muss aber natürlich bedenken, dass ich buchhaltungspflichtig bin. Ja. Das heißt also, es ist also nicht mehr so, dass letztlich hier das so ein bisschen wie im Wilden Westen ist. Ich kann machen, was ich will. Ich bin hier buchhaltungspflichtig, muss aber keine Steuern bezahlen. Das letzte Land auf der Liste ist Zypern. Was kannst du uns dazu erzählen? Ja, Zypern auch ein sehr populäres Land für Freiberufler. Dort gibt es den Non-Dom-Status. Hier müsste man eine zypriotische Limited gründen. Dort zahle ich dann 12,5% Steuern auf Gewinne. Dividenden sind mit dem Non-Dom-Status steuerfrei. Zusätzlich muss ich mir ein kleines Gehalt bezahlen, damit ich die Sozialabgaben dort in Zypern dann letztlich bezahlen kann. Totalbesteuerung würde ich damit sagen, liegt so ungefähr bei 13.000 bis 14.000 Euro bei 100.000 Euro Freelancing, Umsatz und Gewinn. Also kann man sagen, relativ moderat. Einige Beispiele, die du gegeben hast, waren total interessant. Da denkt man sich so, ja gut, okay, auf geht's. Andere Länder waren nur bedingt interessant. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ist es denn nicht möglich, einfach ins Ausland zu ziehen und weiterhin in Deutschland Steuern zu sparen? Besteht diese Möglichkeit? Ja, also es ist natürlich so, dass es etliche Personen gibt, die das einfach machen. Ja, das heißt, sie sind weiter in Deutschland angemeldet, leben aber dann in diesen Ländern, zahlen weiter in Deutschland Steuern. Ich meine, auch in Deutschland, wenn ich die bestimmten hier Abzüge in Anspruch nehme, wird der meiste Freiberufler und Selbstständige mehr als 30% Steuern bezahlen. Und man hat ja keine Sozialabgaben, wenn man es richtig macht. Insofern, also ja, könnte das interessant sein. Aber das, wie gesagt, funktioniert natürlich nur bei dem Prinzip, wo kein Kläger, da kein Richter. Denn wenn ich vor Ort in diesem Land bin, dort vor Ort arbeite tatsächlich, dann bin ich dort garantiert unbeschränkt steuerpflichtig. Und ich kann mir das natürlich nicht aussuchen, hier einfach weiter Steuern in Deutschland zu bezahlen. Ich müsste mich also in Deutschland abmelden und dann korrekt hier meine Steuer in dem entsprechenden Wohnsitzland erklären. Jetzt haben wahrscheinlich Leute uns zugeschaut und sagen, ich brauche ein bisschen Unterstützung. Ich habe sowas vor, ich weiß nicht, wie ich es richtig angehe. Wie kann ich mich am besten informieren? Wir haben sehr viele Mandanten, die Freiberufler sind, denen wir helfen, das richtige Wohnsitzland zu identifizieren. Viele Mandanten haben natürlich schon eine gewisse Idee. Die wollen zumindest sagen, naja, also Südeuropa gefällt mir oder andere sagen Mittelamerika. Wir haben Anwälte und Steuerberater in vielen Ländern, mit denen wir kooperieren. Wir können dich hier connecten mit dem richtigen Steuerberater und Anwalt. Und wir sind diejenigen, die das Ganze für dich organisieren mit unserem deutschsprachigen Team. Bei uns kommt dann alles aus einer Hand. Wir arbeiten länderübergreifend, nicht wie die meisten Steuerberater, die sich nur auf ein Land konzentrieren. Bei uns, wie gesagt, bist du gut aufgehoben, wenn du in eins der genannten Länder umziehen willst oder auch in irgendeines der anderen interessanten Steuerländer. Am besten ein Beratungsgespräch buchen. Den Link gibt es hier in der Beschreibung. Lass uns über die richtige Strategie für dich sprechen und hier die richtige Wohnsitz- und Steuerstrategie entwickeln.
Super. Sebastian, vielen, vielen Dank wie immer für all deine Informationen. War schön mit dir zu reden. Bis dann. Tschüss. Dankeschön. Ich war früher nicht jeden Tag im Office, ja, aber mindestens 3 Tage pro Woche im Office und habe Meetings gemacht, ja, den ganzen Tag mit Leuten, die dann extra aus Deutschland kamen für eine Stunde hier, um ein Meeting zu machen, ja. Und das findet jetzt alles über Zoom oder statt? Ja. Oder wie funktioniert das jetzt bei dir? Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.